Na, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. In einen würde ich es dem einen zutrauen, dass er sich aus Notwehr verteidigt hat. Weil er ihn zur Rede stellen wollte, weil er den Vater da umgebracht hat. Andererseits... ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, es geht mir gerade so auf den Sack, weil ich mich nicht entscheiden kann. Vielleicht kann ich mich aber wirklich nochmal hier informieren. I'm not saying another word. What am I doing here? Oh, Mann. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Andererseits hat der andere ja auch nichts gesagt, dass er den deswegen nochmal besucht hat. Oder irgendetwas derartiges andeuten lassen. Aber klar, er muss ja da gewesen sein, weil der Tabakbeutel da war. Oh Mann, Beweisschuld. Ich glaube nicht, dass es ein harmloser Flirt war. Oh, Mann. Hä? Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ach so. Warte mal, ich möchte mir noch mal ganz kurz den einen Brief ansehen. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich habe dich, überlege es dir und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses geführt, dass du mich... Ich verstehe. Der Brief ging an Judith. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du... Okay. Doch. Ich glaube, dass es so war. Gnade für Cairns. Moralische Entscheidung bestätigen. Ja, ja. Ich mach das jetzt so. Bitte lass mich richtig liegen. Bitte, bitte lass mich richtig liegen. Ich weiß nicht, was passiert denn, wenn ich den Fall nicht richtig löse. Muss ich das dann nochmal spielen? Oh Mann, ey. Boah, ich habe gerade so ein drückendes Gefühl in der Brust, weil ich so gespannt bin, ob ich mich richtig entschieden habe und ob mein Denken richtig war. Ich bezweifle es aber so ein bisschen, weil, wie gesagt, das ist ja so absolut nicht mein Ding, solche Spiele. Deswegen könnte ich auch niemals Polizist werden. Ich würde da voll die falschen Entscheidungen treffen. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with the ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? Oh Mann. That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter,
who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Okay. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Aha. Okay. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Der schwarze Peter Carey wurde von Patrick Keynes ermordet, einem Harpunier und damit der einzige, der solch einen genauen, kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten, betrunken, aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Wo steht denn das jetzt? Sie haben sich entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefunden Hinweise 16. Schlussfolgerung. Cairns ist der Täter. Entscheidung Gnade für Cairns. Halten Sie, um die Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoiler-Gefahr. Anderes Ende. Entscheidung bestätigen. Cairns ist der Täter. Und Gnade für Cairns war wohl nicht so gut. Was mache ich jetzt, wenn ich anderes Ende, also wenn ich sage, ich will doch keine Gnade für Cairns? Es war auf jeden Fall schon mal richtig, wie es aussieht. Aber ich frage mich halt, ob bei der Entscheidung, ob das da auch grün leuchten könnte. Entscheidung bestätigen.
Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ich möchte es einfach mir mal... Wollen Sie die Schlussfolgerung wirklich ändern? Das Spiel wird dabei an den Punkt zurück, an dem Sie die moralische Entscheidung gefällt haben. Ja. Ich möchte das ganz kurz nur überprüfen. Ich möchte euch das halt zeigen. Und falls sich das nicht ändert, also dass ich ihn bestrafe, dann werde ich nochmal das Ende mit der Gnade machen und würde dann ab da weiterspielen. Okay. Ich weiß, dass er der Täter ist. Keine Gnade. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Und ob sich das jetzt dann ändert. Aber es tut mir halt echt leid für ihn. Weil er hat wirklich nur aus Notwehr gehandelt. Eieiei. Na, dass es immer so lang zum Laden braucht. So, fortfahren. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich möchte ihn nämlich eigentlich nicht in den Knast schicken. Ich möchte wirklich nicht. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour... No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. I say that we will. Aua. Boah, Alter. Das ist ja wohl ein scheiß Scherz. Boah! Fuck, da war ich zu lahm. Oh, mitten auf die Fresse, Alter. Wow, böse. Oh, schlag mich ganz. Ah! Okay. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Mist. Na? Ach, der ist jetzt abgehauen. Oh, did he escape? Yes, unfortunately. I thought you were good at boxing, Mr. Holmes. Apparently there's still room for improvement, eh? How's your jaw, Inspector? Oh, it's fine. Mr. Holmes, all this is your fault. You should have warned me. I would have come with reinforcement. If that had been the case, then Cairns wouldn't have come here. Well, maybe. I'm going now, Mr. Holmes. I'll put out a search. This scum won't get far. Oh, Mann.
Ach so, ja, nö, ich nehme das andere Ende. Wenn es jetzt wirklich keine Geige spielt. Ich werde das Ganze auch so ziemlich schnell jetzt überspringen. Ich hau das jetzt nur dann gerade da jetzt dran, damit ich jetzt nicht Pause drücken muss und das Ganze am Schluss wieder zusammenfügen muss und bla bla bla. Ja. Ich bin dieses scheiß Warten beim Laden einfach so satt. Ja, Tabakbeutel, Schuld, Gnade für Kerns, ja. Warte mal, habe ich wirklich Gnade? Ja, Gnade. Perfekt. Und heutzutage würde das natürlich nicht gebilligt werden, sowas, dass man einen Täter entkommen lässt, aber ist ja nur ein Spiel. Vielleicht bin ich auch einfach zu nett. Wer weiß das schon. Rauchen ist nicht gut. Komm schon. Lade. Boah, Alter. Ist ja der Hammer, wie lange das Spiel immer braucht. Geht doch. Kann ich das überspringen alles irgendwie? Ja, Tatsache. Weil dann müssen wir uns das Ganze jetzt nicht nochmal antun. Ja. Yes. How? I ask that you return the bond certificates. Keep some Boah, of them. You will Alter. need them in your Also manche exile. Sachen kann ich It is irgendwie nicht better that you leave the überspringen. country for a few years. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. Okay, His name perfekt. Ah, Mr. Holmes. Alles klar. Ja, Entscheidung bestätigen. Ja. Ihre Entscheidungsstufe Persönlichkeitseinstellung verständnisvoll. Falsche Spieler mit derselben Lösung für den Fall 77%. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 63%. Oh, dann liege ich gar nicht mal so schlecht damit. Die Rätsel auf den Gleisen. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich dann der neue Fall. Dann warte ich jetzt gerade mal, bis es geladen hat. Obwohl, ich könnte jetzt theoretisch auch sagen, nee, ich mache jetzt hier Schluss, weil dann fängt es ja nicht direkt die Szene an zu laden und dann kann ich das vom nächsten Mal von hier aus starten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr meine Entscheidung für den Fall ein wenig nachvollziehen konntet. Ich habe mich am Schluss nicht so ganz erläutert, weil ich in meinem Kopf so Gedankengänge hatte, die ich gerade selbst nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß auch nicht, warum ich mich für den entschieden habe. Ich konnte es irgendwie verstehen, dass er es war. Ich konnte aber auch nicht nachvollziehen, es ist ganz kompliziert, das jetzt zu erklären, wie ich gedacht habe, ist unheimlich schwierig. Aber ich hoffe, ihr hättet euch auch so entschieden wie ich. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim neuen Fall. Und das wäre das Rätsel auf den Gleisen. Bis dann. Tschüssi.